Hallo, also jeder Rennradfahrer nutzt ja Sitzcreme. Ohne geht es fast nicht. So ab 100 Kilometer aufwärts wird wahrscheinlich jeder Sitzcreme verwenden, plus eine Polsterhose. Und meine Polsterhose, die sieht von innen immer so aus. Also das Weiße hier, das ist nach der Maschine, bleibt das meistens drin. Und das liegt daran, dass ich jetzt eigene Sitzcreme mir selber mache, weil ich mit denen, die ich so bislang gekauft habe, dann das nicht als optimal fand. Vor allen Dingen nicht, wenn ich also viele Tage, mal wegen Monat mit dem Rennrad unterwegs bin, denn so viel Sitzcreme kann man ja gar nicht mitnehmen, zumal ich ja gern ultraleicht unterwegs bin. Und dann ist mir das auch einfach zu schwer. Also diese Sitzcreme, die man kauft, zahlt man ja so billige 50 € für einen Liter oder für ein Kilo. Ich denke mal, die meisten liegen nachher so bei 100 € das Kilo oder Liter. Und das ist mir einfach vom Volumen zu hoch. Die sind ja meist auch recht, also flüssig nicht, aber sie sind halt sehr cremig. Und man drückt sie ja, wenn man sie sich dann auf die Haut, auf den Hintern reibt, dann relativ schnell hier in das, ist ja wie ein Schwamm letzten Endes, ins Polster rein. Und ich merke es dann immer so, wenn ich dann mal irgendwie auf so einer Holzbank saß, dass dann ein riesen Abdruck zu sehen war. Bleibt halt nicht lange auf der Haut und man muss halt oft nachcremen. Und das, was ich halt wollte, war eine Creme, die lange auf der Haut bleibt. Also richtig zähes Zeug. Und dann vor allen Dingen, dass die das macht, dass ich die Haut nicht so schnell wund bekomme. Meiner Meinung nach ist das, also so mache ich es auch nur. Das ist keine Empfehlung, dass es andere nachmachen. Das ist Zink. Also Zinkoxid. Da habe ich mir dann irgendwann mal so eine Packung Zinkoxid gekauft. Das ist also ein halbes Kilo Zinkpulver. Bekommt man so für knapp über 10 €. Und und dann nehme ich Creme, die schön fettig ist. Also, Kaufmann-Creme oder so Penaten, so ein zähes Zeug, was man irgendwo raufreibt und dann bleibt das da eigentlich ewig. Genau, und das, was man dann hier jetzt auf der Hose, auf der Innenseite sieht, das ist dann halt das ganze Zink dann. Also einige würden vielleicht sagen, ruiniert einem die Hose, weil man es fast nicht mehr abbekommt dann. Und aber das ist das, was ich halt möchte. Und seitdem ich diese selbst hergestellte oder Do-it-yourself-Creme verwende, habe ich auch überhaupt keine Probleme, selbst wenn ich 30 Tage irgendwie lange wegfahre. Wenn ich dann 30 Tage lange wegfahre, dann muss ich die ganze Creme ja irgendwie mitnehmen und verwende sie dann auch relativ sparsam. Dann presse ich mir das Zeug in das ist so ein alter, da war irgendein Radutensil drin, so eine Ziploc-Beutel, eine relativ kleine. Und also hier merkt man, wenn ich hier drücke, da ist also die ganze Creme drin. Und dann mache ich die halt auf. Dann habe ich also kein großes Glas oder so, was ich mit mir rumschleppe. Das ist halt maximal klein. Es sinkt auch im Volumen, je mehr dann nachher raus ist. Für zu Hause habe ich es zum Beispiel auch mal mit Melkfett gemacht. Und dann packe ich mir halt ordentlich Zink in mal wegen Melkfett oder meistens mische ich dann sogar alle Cremes, die ich habe. So Penaten, Kaufmann-Creme, Melkfett oder halt irgendwelche fetten, richtig zähen Cremes. Das mische ich alles zusammen, so manchmal Reste, die wir zu Hause haben. Und dann kommt halt ordentlich Zink da rein. Und dann rühre ich das alles um und dann packe ich mir das hier also die ist schon fast leer hier. Da habe ich dann noch so einen Eisstiel als Spachtel, auch zum Umrühren. Das ist ja ein verdammt zähes Zeug. Genau, und das kommt dann bei mir mal auf die Haut. Einige reiben es ja dann auf die Hose hier, kann man sich das ja reiben, aber ich pack's gleich da, wo es hin soll, auf die Haut. Auch so an alle Anfänger vom Rennradfahren, also nie eine Unterhose da tragen. Also das Ding ist auf der Haut, da ist nichts zwischen, weil die meisten Unterhosen haben nachher doch irgendwo Nähte und dann gibt's wieder konzentriert irgendwo Druck. Ansonsten, wenn ich unterwegs bin, so eine Tagesdosis, also eigentlich habe ich nie nachcremen müssen, aber wenn man wie so Paris-Brest fahre, dann hätte ich halt mal wegen 2, 3 solcher kleinen Dosen mit. Da sammle ich mir dann kleine Dosen, die schön leicht sind, aus Kunststoff oder wie die hier aus Alu. Und dann packe ich das Zeug da rein. Also hier könnte ich schütteln. Ne, da war nichts. Das wird also nicht rauskommen. Das ist so ein pappfestes Zeug. Das ist mein kleiner Tipp. Mal vielleicht probieren, sich selbst so Creme zu machen, die halt wirklich auf der Haut bleibt und nicht so schnell durch einen Schwamm an irgendwie Bänke, wo man sitzen bleibt, dann alles gedrückt wird.